Ich zeige Ihnen nun, wie der Deutschkurs funktioniert. Dazu nutze ich ein Headset und blende nun meine Online-Schule ein. Auf www.sprachcoco.com finden Sie den Online-Kurs unter Los geht's Deutsch im Alltag. Sie müssen nun diesen Kurs auswählen und können dann hier alle notwendigen Informationen zum Kurs lesen. Wenn Sie sich angemeldet haben für diesen Kurs, können Sie auf Ihr Konto zugreifen, indem Sie auf Mein Konto klicken und sich dann mit Ihrem Benutzernamen und einem Passwort anmelden. Ich nehme das mal ganz kurz vor. Und dann können Sie auf Ihren neuen A1-Kurs zugreifen. Ich zeige das gerade mal, ich habe hier noch andere Kurse drin, aber ich öffne den Deutschkurs A1. Darum geht es. Los geht's, Deutsch im Alltag. In diesem Kurs gibt es 13 Lektionen zu allen wichtigen Themen, die es in einem normalen, regulären A1-Kurs gibt. Ich zeige nun exemplarisch einige Beispiele aus diesem Kurs. So, zunächst einmal gibt es natürlich eine Einführung und dann eine Willkommenslektion, herzlich willkommen, in der Sie erste Wörter auf Deutsch lernen. Um ein Beispiel zu zeigen, wie der Online-Kurs funktioniert, nehme ich einmal Kapitel 5 und öffne das. Das Kapitel lautet Tage, Monate und Datum. Und hier sieht man dann, dass es Videos gibt, um die deutsche Sprache zu lernen. Das heißt, Sie sehen Videos, die dem Unterricht im Klassenzimmer entsprechen. Das heißt, wir arbeiten auch mit einem Kursbuch. Das Kursbuch heißt auch Los geht's, Deutsch im Alltag. Das habe ich verfasst und dieses Kursbuch auch für diesen Videokurs genutzt. Beginnen wir nun mit einem Beispiel. Wir können hier jetzt die Wochentage lernen und dann funktioniert das so, dass Sie sich zunächst einmal die Kapitelinformation ansehen, so wie in diesem Video. Ich werde es kurz abspielen. Hallo und herzlich willkommen in Kapitel 5, Genau. Und das Tage, ist, Monate, dass man hier auch Datum. Untertitel In diesem anklicken Kapitel kann. Das lernen bedeutet, Sie, man kann wie auch Sie auf über Deutsch, Wochentage Englisch sprechen. oder Portugiesisch Außerdem lernen Sie, wie Untertitel Sie einstellen, Zeitangaben Englisch. machen und Ja. über Monate in den sprechen. nächsten Tagen und Darüber Wochen werden dann hinaus noch neue lernen Sprachen Sie, hinzukommen. wie Sie über Ihren Geburtstag und über Ihr Geburtsdatum sprechen. Genau, nach dieser kurzen Einheit gibt es dann tatsächlich bestimmte Themen, so wie Wortschatz, der relevant ist, oder Grammatikthemen. Und in dieser Lektion lernen Sie beispielsweise die Wochentage. Herzlich willkommen in Kapitel 5. Ich möchte nun mit Ihnen über die Wochentage sprechen. Genau, hier sieht man Sehen schon wir uns Übung 1 an. einen Ausschnitt aus dem Heute Unterricht. ist Donnerstag. Welcher Tag ist morgen? Sehen wir uns zunächst die Wochentage an. Ich stoppe einmal. Ich kann nun die Sprache wechseln, hier in den Untertiteln, und kann jetzt zum Beispiel Englisch auswählen. Und dann sehen Sie auch die Untertitel auf Ihrer Sprache, wenn Sie das möchten. Und jetzt spule ich ein bisschen vor und zeige Ihnen auch noch, was interaktiver Unterricht bedeutet. Also Sie haben hier ein Video und in diesem Video gibt es dann Übungen, die interaktiv gestaltet sind. Meine Frage: Welcher Tag ist übermorgen? Bitte antworten Sie. Genau, jetzt hält das Video automatisch an und dann können Sie die Antwort herausfinden oder anklicken. Jetzt werden wir mal Donnerstag wählen. Es geht um erstmal heute. Heute ist Dienstag und dann ist die Frage, welcher Tag ist übermorgen? Also nicht morgen, sondern danach, übermorgen. Und das ist Donnerstag. Das ist richtig. Und dann setzen Sie das Video fort. Sie haben die Frage nun
beantwortet. Genau, und das geht so habe weiter. Das bedeutet, das ist nicht nur ein Video, das Sie ansehen, sondern dieses Video ist wie in einem Klassenzimmer. Ja, das simuliert den Unterricht. Es gibt dann wirklich auch Fragen an Sie, die Sie dann im Laufe des Unterrichts beantworten können. Das ist schon mal ein Alleinstellungsmerkmal dieses Kurses. Das ist aber nicht alles. Wenn Sie diesen Kurs oder dieses Video gesehen haben, sehen Sie auf der linken Seite hier einen blauen Haken, der einfach Ihren Lernprozess markiert. Sie haben das bearbeitet. Und das ist auch sehr gut. Sie haben das erfolgreich bis hierhin geschafft. Und im Laufe dieses Kurses haben Sie dann auch noch andere Übungsformate. Auch das möchte ich ganz kurz zeigen. Es gibt zum Beispiel am Ende einer Lektion einen Test, um einfach nochmal die Themen einer Lektion zu wiederholen, um zu erfahren, ob man das dann auch wirklich kann. Es geht ja darum, dass Sie das können. Und hier haben wir auch Beispielsätze für eine Übung. Ich lese das einmal vor. Ergänzen Sie die Wochentage. Hier könnte ich dann sagen, okay, morgen ist Donnerstag. Und dann korrigiere ich das und ich sehe, das ist falsch. Ja? Da muss man dann schon auch aufpassen, dass man alles richtig beantwortet. Jetzt machen wir das einmal richtig. In Satz 2, heute ist Freitag, morgen ist Samstag. Und das ist wieder richtig. Und jetzt tippe ich einfach mal etwas ein, um das zu sehen. Genau. Es wird dann auch automatisch korrigiert und Sie sehen dann auch bei Bedarf die richtigen Antworten. Genau, hier gibt es noch weitere Übungen und am Ende genau dieses Tests sehen Sie dann, ob Sie auch diesen Test bestanden haben. Ich möchte aber noch, bevor wir das zeigen, eine andere Übung zeigen. Es gibt nicht nur Übungen zum Einsetzen, sondern auch Hörverständnisübungen. Nadim, Hier. wann bist du geboren? Ich bin am 13.03.1989 geboren. Und du, Silvana, wann bist du geboren? Und so weiter. Also Sie hören nun ein Gespräch und müssen dann entscheiden, welche Antwort passt. Sie lernen somit auch das Hörverstehen in diesem Anfängerkurs. Ja, obwohl es ein Videokurs ist, lernen Sie auch diese Fertigkeiten. Dann können Sie das überprüfen und sehen, das ist falsch. Ja, und das ist gut, um das zu zeigen. Sie können nun hier auf Show Solution oder Lösung anzeigen klicken und dann sehen Sie, dass die letzte Antwort richtig gewesen wäre. Genau, und so weiter. Es gibt dann noch weitere Hörverständnisübungen. Am Ende sehen Sie dann Ihre Ergebnisse. Zum Beispiel hier, das ist schon etwas älter, gibt es nur 2 Punkte. Das ist nicht so gut. Ja, failed, also durchgefallen. Und bei dem anderen Versuch waren es 11 Punkte, passed, also bestanden. So, ich gehe jetzt nochmal auf eine andere Lektion ein oder auf ein anderes Kapitel, damit Sie verstehen, wie denn andere Themen aussehen. Wir können mal auf das Thema Alltag zu sprechen kommen. Einen Moment, wo war es denn? Kapitel 6, genau. Da gibt es 21 Unterthemen in diesem Kapitel, das ist sehr viel. Und wir beschäftigen uns jetzt nun einmal mit der informellen Uhrzeit. Also wie spricht man im Deutschen über die Uhrzeit? Wie funktioniert das formell und wie funktioniert das informell? Und das kann ich jetzt auch ganz kurz zeigen. Ein Video dazu. Herzlich willkommen in diesem Kapitel. Auch hier gibt es wieder Ich möchte Untertitel, nun die mit kann man auch Ihnen ausblenden über die oder Uhrzeit auf Portugiesisch sprechen. einstellen. Wie viel Uhr ist es? Das heißt, wenn Ihre Oder Muttersprache Portugiesisch ist, wie ist das für den spät Anfang ist schon ganz es? gut, wenn Sie auch die Untertitel nutzen. Es Ich ist- empfehle aber immer, so oft es geht, Sehen wir uns Deutsch nun zu die hören, lesen, schreiben informellen und reden. Uhrzeiten an. So früh wie Die möglich. informelle Je früher, desto Uhrzeit besser. gebraucht man in der Umgangssprache und nicht Genau, also Sie lernen in hier offiziellen auch Kontext. natürlich Ich den zeige Gebrauch, Ihnen nun wie man etwas Beispiele gebraucht, für eine informelle bestimmte Struktur, Uhrzeiten. Bitte in der deutschen Sprache. sehen Sie Das gleiche gilt auch für die Uhrzeit Grammatik. Also wenn und Sie hören Grammatikthemen haben, wird immer gezeigt, Es ist wie man die 6 Grammatikform Uhr. bildet, wann man die Grammatikformen gebraucht. Es und ist diese 5 Grammatikthemen werden dann nach natürlich 6. mit Hilfe von Übungen gefestigt. Es das ist ganz klar. Wie im 10 richtigen Deutschunterricht. nach 6. Genau, es gibt Also- also Erklärungen. Ich spule aber mal ein bisschen weiter vor. Es gibt noch weitere Erklärungen. Und dann am Ende, schon in dieser Einheit, also
in Ihrem Unterricht gibt es dann wieder Fragen. Passen Sie mal Bitte auf. sehen Sie sich nun Ich die schalte mal folgende einen Vollbildmodus Uhrzeit an. Wie spät ist es? Wie spät ist das? Bitte markieren Sie die richtige Uhrzeit. Klicken Sie die Lösung an. Wie spät ist es? Genau, also Sie können jetzt natürlich auch nochmal zurückspulen. Und das ist ein Vorteil dieses Videokurses. Ja, es ist wie im Unterricht, aber Sie müssen den Lehrer jetzt nicht die ganze Zeit nerven und darum bitten, etwas zu wiederholen. Sie können das selbstständig tun und haben trotzdem die Interaktion. Ja, die ist gewährleistet. Dann könnte ich hier jetzt klicken. Es ist 10 nach 4. Das ist richtig. Ja, und das Video setzt dann fort. Genau. Es ist 10 nach So. 4. Und jetzt gibt es gleich nochmal eine Übung. Machen wir noch eine Übung. Sehen Sie sich die nächste Uhrzeit an. Wie spät ist es? Es ist, ich habe keine Ahnung. Jetzt nehme ich mal das. Das war glücklich, ja, ein Glückstreffer. Sie sehen auch, mit Glück kann man das natürlich haben. Ja, Genau. genau. Ich werde das ganz kurz Bitte klicken Sie wieder auf die richtige Lösung. umstellen, dass Sie ein kleines Fenster sehen. Das ist der Online-Kurs. Und wichtig ist, Sie sehen hier links alle Themen und Übungsformate. Warum sage ich jetzt extra Übungsformate? Es gibt zum Beispiel, gehen wir mal auf ein anderes Kapitel, oder gehen wir mal Kapitel 1, ganz zum Anfang. Ein Quiz. Ja, Sie sehen das hier, da steht dann extra Quiz davor, manchmal steht auch Übung davor und dann sehen Sie, dass es auch andere Übungstypen gibt. Das ist nicht immer nur zum Einsetzen, ja, oder auch Hören. Es gibt dann hier zum Beispiel Drag-and-Drop-Übungen. Ja, und hier geht es um Länder und Kontinente. Hier sehen Sie verschiedene Länder. Ich könnte jetzt sagen Kamerun, das liegt in Afrika. Das ist auch Thema dieses Kapitels. Wo liegt eine Stadt oder ein Land? Ja, es geht um Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten und Westen. Es geht um Richtungen, geradeaus, links, rechts und so weiter. Ja, das kommt dann in der späteren Einheit in Kapitel 9 meines Wissens, wo es um die Wegbeschreibung geht. Aber hier geht es um Länder und Kontinente und das können Sie dann hier so zuordnen. Jetzt mache ich mal ein paar Fehler rein, um das nochmal zu demonstrieren und check und sehe dann, okay, eins war richtig, die anderen nicht. Und dann kann man das auch nochmal wiederholen. Ja, Retry, das geht natürlich auch. Es gibt sehr viele Übungen und ich gehe mal ein bisschen weiter nach hinten, damit Sie das auch noch sehen. Gehen wir mal zu Wohnen, Räume und Möbel, auch hier sehr komplex. Ich könnte jetzt mir eine Wortschatzübung ansehen. Dann steht da Wortschatz. So, und das sehen wir uns auch mal ganz kurz an. In der nächsten Übung lernen Sie Wortschatz So, jetzt zum mal Thema ohne Untertitel. Möbel Sie sind ja schon und etwas fortgeschritten. Einrichtungsgegenstände. In der Übung sehen Sie das Möbelstück. Ich sage das Nomen mit dem bestimmten Artikel und dem unbestimmten Artikel. Bitte hören Sie und achten Sie auf meine Aussprache. Das Bett. Ein Bett. Genau, also was man hier gut erkennt, es gibt ein Wort, ein neues, und das wird mit dem Artikel angezeigt, mit dem bestimmten Artikel und mit dem unbestimmten. Und die Farben sollen einfach nochmal darauf hinweisen, ob es ein maskulines Nomen ist, ein neutrales Nomen ist oder auch ein feminines Nomen ist. Hier haben wir zum Beispiel ein maskulines Nomen, und dort ist der Artikel dann in blau dargestellt. Ja, man hätte auch eine andere Farbe wählen können, aber so bleibt das transparent und Sie wissen dann, okay, blau ist jetzt halt für das maskuline Nomen gewählt und grün für Neutrum und dann rot für ein feminines. Genau, und wenn das Video dann beendet wird, sehen Sie das nächste Thema an und auch das möchte ich ganz kurz zeigen. Hier gibt es dann beispielsweise einen Lesetext. Und zwar geht es um Familie Müller, die in einem Haus am Bodensee wohnt. In dieser Einheit, denn auch Herzlich Lesetexte willkommen gehören im natürlich letzten Kapitel in einen dieses Anfängerkurs. Online-Kurses. Ich
Ich zeige Ihnen gerade mal, wie In das Übung funktioniert. 1 gibt es. Das ist auch wieder interaktiv. Sie sind Bitte sozusagen lesen Sie in nun einem den Text Klassenzimmer in Übung 1. und Ihr Lehrer gibt Ihnen dann einen Text zum Lesen. Hier gibt es sogar eine Information. Lesen Sie den Text zweimal und dort finden Sie wichtigen Wortschatz zu diesem Kapitel. Ja, es geht ja um Thema Wohnen. Deshalb finden Sie hier auch Möbel oder Zimmer. Und wie man hier fett gedruckt sehen kann, geht es hier auch um ein Geschoss oder die Etage. Denn auch das sollte man kennen, wenn man nach Deutschland zieht. Wenn Sie diese Texte gelesen haben oder diesen Text in diesem Fall, können Sie das Video fortsetzen. Sie haben Und den Text gegen nun Ende des gelesen. Videos schauen wir uns das auch noch ganz kurz an. Finden Sie noch weitere Übungen. Das möchte ich natürlich auch noch ganz kurz einblenden. Das fehlende Nomen mit dem bestimmten Und jetzt wird Artikel. schon getestet, ob Sie bestimmte Nomen gelernt haben. Und falls nicht, können Sie das nun. Ich könnte jetzt hier einfach irgendwas eingeben. Ist das Arbeitszimmer und das Kinderzimmer, das wird richtig sein. Wenn das nicht der Fall ist, wird es korrigiert und dann finden Sie die richtige Lösung. Auch das ist durchaus wichtig, dass Sie wissen, dass es nicht nur ein reiner Videokurs ist, sondern einfach ein interaktiver Dachgeschoss Kurs, oder in dem erste Sie Etage. fast wie Und bitte in einem ergänzen Sie Klassenzimmer dann lernen. die fehlenden Räume. Genau, auch jetzt nochmal, gibt es eine Übung interaktiv direkt zu den Räumen, die hier noch fehlen. Dazu ist es erforderlich, dass Sie den Text verstehen und eben den Wortschatz beherrschen. Genau, dann geht es weiter. Es gibt noch andere Übungen. Natürlich geht es dann auch um lokale Präpositionen. Wo steht etwas zum Beispiel, wenn Sie ein Zimmer beschreiben? Das haben Sie vielleicht schon gelernt. Falls nicht, können Sie das gerne wiederholen. Dann wird die Grammatik erklärt. Ich zeige das auch ganz kurz. Hier kann man es gleich erkennen. In Übung 4, wo sind die Möbel, Ja, Gegenstände, Übung 4, hören ich Sie richte mich einen nach dem Dialog. Kursbuch. Also sollten Sie Bitte dieses hören E-Book Sie den Dialog unbedingt erwerben. und achten Sie auf Es die geht auch ohne, Präpositionen im Text. aber wie es gesagt, gibt ich empfehle lokale das Präpositionen. Oder die Printversion. Überlegen Sie dann, welchen Kasus die lokale Präposition. Kläre ich noch einmal die. Warum nicht neben dem Bett? Ich So, habe jetzt dort haben Sie keinen einen Platz. Dialog. Sie hören den, können den gleichzeitig lesen. Er wird wiederholt. Hast du schon Möbel? Nochmal. Sie haben den Dialog So, ich gehe neben mal weiter. der Tür. So. Neben der Tür. Wo ist dein Schrank? Mein Schrank ist neben der Tür. Ist das Akkusativ oder Dativ? Gute Frage. Das dürfen Sie entscheiden. Richtig. Hier gibt es eine Ergänzung im Dativ. Genau, ich möchte nicht Wenn zu viel Sie einblenden. wo fragen, denn das dürfen Sie gerne in meinem Kurs lernen, wenn Sie ihn buchen. Ich den zeige noch Artikel ein Stück im Dativ. dieser Einheit und am Ende gibt es eine Übung. Wo sind die Möbel? Ergänzen Sie die Nomen und die Artikel. Hier können Sie dann die Artikel einsetzen und müssen eben darauf achten, dass Sie den Dativ verwenden. Auch das noch als kleine Illustration, wie denn dieser Kurs aufgebaut ist. Ja, und dann sehen Sie auch noch Abkürzungen, die ja sehr relevant sind, wenn es um Wohnungsanzeigen geht, in den örtlichen lokalen Zeitungen. Das ist ja auch wichtig, wenn Sie mal vorhaben, nach Deutschland zu ziehen und so weiter. Auch das lernen Sie natürlich in einem A1-Kurs, denn der A1-Kurs dient ja vor allem dazu, für den Erstkontakt Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Also damit Sie in der Lage sind, einfache Sätze zu bilden und einfache Sätze zu verstehen. Genau, und am Ende gibt es natürlich auch eine eine Danksagung und, ich zeige nochmal etwas, wenn Sie auf Ihr Konto gehen zum Beispiel, und zwar dann auf den A1-Kurs, sehen Sie auch, dass Sie mit Abschluss dieses Kurses, wenn Sie den erfolgreich abschließen, ein Zertifikat erhalten. Auch das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Sie können dieses Zertifikat dann öffnen. Ich habe das vor 2 Jahren bestanden. Genau. Dann sehen Sie hier ein Zertifikat mit Unterschrift der Schule. Das werde ich noch ein bisschen aktualisieren, damit das noch offizieller ist und Sie das eventuell sogar anerkennen lassen können. Genau.
Ganz wichtig, zu diesem Online-Kurs gibt es auch ein E-Book. Ja, oder auch eine Printversion, die können Sie dann online erwerben. Dieses E-Book können Sie in meiner Online-Schule erwerben, das ist mein eigenes Buch und wenn Sie dieses Buch haben, können Sie das wie in einem regulären Deutschkurs, ja, in einer Sprachschule nutzen und gleichzeitig diesen Videokurs besuchen, denn der Videokurs baut genau auf diesem Buch auf. Und Sie können dieses Buch auch hier einmal ansehen, etwas durchblättern und dann sehen Sie auch, welche Inhalte es gibt, wie das aufgebaut ist und können einfach mal reinschnuppern in die ersten Lektionen, in den Inhalt beispielsweise. Genau, das ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn Sie diesen Videokurs buchen, dass Sie auch das Kursbuch begleitend nutzen. Ganz wichtig, wenn Sie Fragen zu meinem A1 Online-Kurs haben, können Sie mir gerne über diesen WhatsApp-Button eine Nachricht schreiben. Bitte bedenken Sie, dass wir noch weitere Sprachen übersetzen werden, dass beispielsweise chinesische Untertitel zur Verfügung gestellt werden auf Arabisch, auf Russisch, auf Ukrainisch und so weiter. Falls Sie Fragen zum Kurs haben, melden Sie sich gerne. Ansonsten freue ich mich schon darauf, Ihnen mit diesem Kurs beim Deutschlernen eine Unterstützung zu sein und wünsche Ihnen viel Erfolg beim Deutschlernen.